Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es wieder um die Solaranlage beziehungsweise um das Balkonkraftwerk. So, ich glaube, es müssten 11 Tage sein, ist das Ding jetzt ununterbrochen in Betrieb und ich kann schon meine ersten Erfahrungen mit euch teilen und vielleicht auch schon die ersten Daten hier reinhauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber wir haben echt schlechtes Wetter. Überall Regentropfen drauf. Gerade mal regnet es nicht und der Himmel sieht momentan so aus. Es ist grau und ja, was soll ich sagen? Trotz alledem produziert natürlich die Anlage und ich kann ja mal kurz drauf gucken hier auf mein Smartphone. Ach so, ja, wir haben jetzt 16 Uhr und 44. Wie gesagt, Himmel ist grau, hat gerade geregnet und die Anlage produziert gerade 80,2 Watt. Ähm, Ihr habt gerade gesehen, ich habe das jetzt hier über die Shelly-App aufgerufen. Wieso und warum? Dazu komme ich aber noch, warum ich nicht die Telentom-App genommen habe. Wie dem auch sei, es hat sich der nächste Regen wieder angekündigt und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Ich öffne den Computer, gucke uns ein paar Daten an, erzähle was und bevor wir anfangen, bevor ich ein paar Daten hier aufrufe, habe ich natürlich eins festgestellt, dass diese Anlage hier echt toll funktioniert. Wenn wirklich die Sonne scheint, blauer Himmel ist, die Sonne scheint, dann schafft sie auch ihre 600 Watt hier einzuspeisen. Und das geht ab 10 los und endet abrupt gegen 15 Uhr. Und dazu müsst ihr wissen, das hier ist Südausrichtung. Die kommt also hier rum, blub, 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 bis dann 15 Uhr dieser tolle Baum die Sonne verdeckt und einen harten Schatten hier drauf schmeißt. Es geht zuerst mit dieser Platte los hier, dann die hier und das dauert so ungefähr 2 Stunden, bis sie dann um den Baum rum ist. Und dann geht es wieder nach oben, allerdings nicht mehr so wie der Anfang, sondern das sind dann nur noch so maximal 200 Watt für so weitere 1, 2 Stunden und dann war es das gewesen. Was heißt, war es gewesen? Normalerweise, momentan läuft sie bis 20 Uhr durch. Es wird zwar immer weniger, zum Schluss sind dann nur noch so 10 Watt oder sowas über. Ich habe auch schon 5 Watt gesehen. Was mir aufgefallen ist bei diffusen Licht, also so wie heute, spielt der Baum keine Rolle. Da tut sie, wenn es jetzt mal nicht so bewölkt ist wie heute, mehr nach 15 Uhr einspeisen als wie beim harten Schatten. Also ja, dass sich so ein Schatten so extrem auswirkt, das werde ich auch gleich an den Daten zeigen, hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber ist halt so. Muss ich gestehen, ich meine, man hört es ja, ne, Schatten ist scheiße, also Verschattung, aber naja. Okay, gehen wir rein und schauen uns mal die ersten Daten an. So, kommen wir also mal zu den Daten. Fangen wir erstmal mit dieser Talent Home App hier an. Was soll ich jetzt sagen? Die Talent Home App ist eigentlich ganz simpel aufgebaut und wäre eigentlich echt top, aber die Aufzeichnung hier, zum Beispiel heute, was ist das? Die App ist leider nicht zuverlässig. Hier zum Beispiel gestern hat sie gar nicht aufgezeichnet, was eigentlich nicht sein kann. Und ja, hier hat sie auch plötzlich aufgehört und das nervt mich so. Interessanterweise, hier ist der Gesamtverbrauch, der scheint zu stimmen, mit 27 Kilowattstunden, die ich schon eingespeist habe mit der Anlage. Aber das Jahr, da werden nur 24 Kilowatt angezeigt. Was ich sehr interessant finde bei der App, wenn die mal vernünftig funktionieren würde, ist ja dieses Layout. Also hier werden dann die Platten angezeigt und da kann man hier sich das schön
anzeigen lassen, ne? Zum Beispiel um 6 Uhr, 7 Uhr 18 Watt, und das finde ich ganz nice. Und ja, jetzt haben wir hier Aussetzer, was eigentlich nicht sein kann, weil die Anlage durchgehend gearbeitet hat. Und hier wieder. Und das finde ich wirklich echt, wenn ich das mal so sagen darf, Mist. Wir gehen mal zu einem Tag zurück. Der erste Tag, der vollständig gelaufen ist mit der Anlage. Gehen wir hier auf History. Und das war ein Tag, es war ein perfekter Tag. Blauer Himmel, Sonne den ganzen Tag. Und gehe ich mal zurück. Und hier ist das, was ich erst erzählt habe. Hier hat die App übrigens noch top funktioniert. Und wir sehen, wir beginnen hier langsam und dann so ab 10 Uhr geht das aufwärts. Und das zog sich dann also bis, ja, 15 Uhr hin. Hier 14 Uhr 49 haben wir noch 500. Und dann geht das los hier. Komme ich da hin? 15 Uhr 19. Plötzlich nur noch 149. Und dann geht das hier, ne? 16 Uhr nur noch 48 Watt. 21 Watt. Und dann ist die Sonne rum und dann scheint die wieder ein bisschen drauf. Da sind wir dann bei, ja, 200 Watt und dann geht das wieder bergab. Dann haben wir, der nächste Tag war bewölkt und hier sieht die Kurve eigentlich relativ normal aus, wie sie eigentlich sein sollte. Und dieser Tag war bewölkt und wir sehen, es geht ja wieder hoch, ihr 10, ne? Und hier ab die 15 Uhr, ne? 15 Uhr habe ich dann noch 226 Watt erzeugt, weil da kein harter Schatten auf die Platten gefallen ist von dem Baum, sondern weil halt wir die ganze Zeit diffuses Licht hatten. Also wegen mir, wenn es nach meiner Anlage geht, würde ich sagen, bis 15 Uhr voll Sonne und dann kann es so leicht bewölkt sein, so dass ich keinen harten Schatten mehr produziere und somit die Leistung der Platten nach unten geht. Also ihr seht, mit der App bin ich nicht zufrieden, deswegen habe ich mich dann entschieden, mir so ein Shelly MP1 zu holen, so dass ich dann dies dann in die Shelly Cloud dann mir einspeisen und Echtzeitdaten habe. Und das ist momentan die Anlage. Wir haben jetzt 19:53 Uhr und die Anlage draußen ist bewölkt immer noch. Es regnet Gott sei Dank nicht mehr. 7,6 Watt erzeugt die noch und das ist jetzt hier mein Tagesverbrauch. In der Stunde von 18 Uhr, von 18 bis 19 Uhr haben wir da noch 27 Watt. Der Höhepunkt war um 11 Uhr mit 202 Watt. Wir haben also nicht viel erzeugt, beziehungsweise die Anlage hat nicht viel erzeugt. Gestern war auch bewölkt, hat es aber ein bisschen mehr. Also insgesamt hatten wir gestern, Entschuldigung, hat die Anlage gestern 1,42 Kilowatt erzeugt. Heute liegen wir bei 1,07. Am 9.5., den Dienstag, haben wir 2,51. Das war so, ja, zwischen Sonne und Wolken war alles dabei. Ihr könnt das schön sehen, hier geht es langsam los. 10 Uhr, dann geht es hoch, da war Sonne. Dann wurde es bewölkt, mal ganz kurz. Und dann war es wieder vorbei und da haben wir wieder 400, also fast 500 Watt eingespeist. Und das zieht sich dann bis, ja, 19 Uhr haben wir dann immer noch 20 gehabt. Hier haben wir einen Tag mit 3,8 Kilowattstunden und hier ist wieder dasselbe, ne? Das sieht man auch hier. Und es geht hoch, 10 Uhr haben wir dann 274, also in der Stunde immer von 11 bis 12 oder 10 bis 11, haben wir dann 515 eingespeist, 582, 13 Uhr, 585, dann 562 und dann plötzlich in der Stunde 14 Uhr, 15 Uhr, zack, da kam der harte Schatten wieder und dann ging das auch runter. Ja, 16 Uhr dann immer noch und dann ab 17 Uhr ging es dann wieder hoch. Ja, und dann verschwindet halt die Sonne hinter, man könnte sagen, der Scheune und dann geht das so bergab. Wir können ja mal im Monat gucken. So, jetzt ist natürlich die Frage von dem ganzen Zeug, was ich jetzt mit der Anlage
erwirtschaftet habe. Ich kann jetzt nur so viel sagen, dass ich bis zum 9.5. bis zum 9.5. Ja, ach, 12 Uhr. Ja, hier wurde der Strom abgestellt. Kann ich ganz genau sagen, warum. Weil bis dato hatte ich nämlich noch so einen alten Ferraris-Zähler ohne Rücklaufsperre. Tut mir leid, ich hatte meinem Netzbetreiber wirklich viel Zeit gelassen. Das habe ich schon angemeldet, da war die Anlage noch gar nicht da. Und naja, gut. Deswegen bis dahin habe ich 100% alles verbraucht. Ich habe also alles eingespeist, den Überschuss, und habe den mir abends wieder geholt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, dann ne, ab den 9.5. nach 12 Uhr, dass alles, was ich jetzt einspeise, verschenke. Dafür habe ich jetzt einen digitalen Stromzähler, der mir anzeigt, was ich einspeise und was ich verbrauche. Wir hatten auch gerade über Verschattung und diesen blöden Baum gesprochen. Deswegen hatte ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich das vielleicht umgehen kann, damit ich zumindest abends so, wenn auch alle zu Hause sind, ein bisschen Strom noch generieren kann. Und zwar habe ich mir überlegt, da oben auf das Dach vielleicht noch eine 400 Watt Paneele anzubringen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich weiß aber nicht, wie sich das verhält. Also meine Idee ist es, die parallel zu schalten mit so einem Bypass-Dioden, damit die schlechtere, also die dann halt nicht mehr so viel produziert, nicht den Strom quasi abkriegt und sich dadurch erwärmt oder aufgeheizt wird, sondern ja, dass der Strom dann halt direkt in den Mikroinverter fließt und diesen dann halt abgibt. Ne? Das sind so jetzt meine Gedanken, die ich habe, weil wenn dann ab 15 Uhr der Baum, dann geht hier die Sonne langsam um den Baum rum, geht über die Scheune, und ich habe bis abends, zumindest jetzt hier zu dem Zeitpunkt, ja, 18, 19 Uhr, da Sonne auf dem Dach scheint. Ja, was haltet ihr denn davon? Meint ihr, das würde funktionieren, ohne dass die Spannung zu hoch wird und der Mikroinverter den Geist aufgibt? Wäre natürlich nochmal eine Anschaffung von fast, ja, 300 Euro mit Kabel, dann halt die Paneele, den Steckern und Halterung fürs Dach. Und was habe ich noch vergessen? Ach so, diese Bypass-Dioden. Ja, ich schätze mal nochmal 350 Euro. Allerdings hätte ich dann auch eine Anlage plattentechnisch von 1200 Watt. Aber eingespeist wären nur 600. Ja, zumindest ist das jetzt mein, ja, Gedankengang. Und ja, für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen als wie ich, was haltet ihr von der Idee, oder ist das überhaupt, ist das Mist? Soweit jetzt zu meinen ersten Erfahrungen mit diesem Balkonkraftwerk von Privat. Und die ersten Daten habt ihr gesehen. Also eigentlich läuft die ganz top. Nur die App gefällt mir nicht. Ich hoffe, da wird noch irgendwie was gemacht, weil ich glaube, die App wäre wirklich wichtig, dass die auch durchgehend funktioniert. Und ja, das ist halt das einzigste Manko jetzt hier an der Anlage. Auch interessant wird es dann zu sehen, was ich tatsächlich verbrauche von dem, was die Anlage hier erzeugt, und was ich halt, ja, für lau in das Netz einspeise. Das Dumme ist ja, ne, dass die läuft, während man tagsüber arbeiten ist. Ja, und wenn man, ja, mittags nach Hause kommt, dann, ja, fehlt irgendwie die Power. Und alles dank dieses tollen Baumes da oben, was ich ja schon gesagt habe. Ich werde jetzt das nächste Video, das werde ich jetzt Anfang nächsten Monats machen. Da werden wir mal jetzt hier den angeschlagenen
den angefangenen Monat mal auswerten, um da genau die Daten zu sehen, was ich verbraucht habe, was nicht, was ich eventuell schon für einen kleinen Gewinn gemacht habe oder was ich eingespart habe, geldmäßig. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaltet doch einfach wieder ein. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Und bis dahin, ciao!